Wir schreiben das Jahr 1964. Die Landesausstellung Expo in Lausanne hat im April aufgetan. Schon nach 100 Tagen sind gleich viele Leute nach Lausanne pilgert, wie die Schweiz zu dieser Zeit Einwohner hat, nämlich 5,5 Millionen. Die Leute bestaunen die technischen Wunderwerke der 60er Jahre, wie das von Jacques Picard gebaute U-Boot Mesoscave im Lac Le Mans. Aber zurück auf den Vierwaldstätter See und zur Geschichte. Am 8. August 1964 fährt das Dampfschiff Wilhelm Tell mit Kurs 26 von Flüelen nach Luzern. Pünktlich verlässt das 1908 gebaute Dampfschiff Flüelen. Der auch in Flüelen geborene Kapitän George Huber mit seiner 7-köpfigen Mannschaft fährt die Stationen Brunnen, Treib und Gersau an. Die Fahrt führt zwischen den beiden Nasen am Fuß der Königin der Berg, der Rigi, nach Vitznau. Beim klaren Wetter sehen wir ja genau, dass wir auf einen gewissen Fixpunkt fahren. Bei Nebel haben wir unsere Grad, unsere Zeit, wo wir innehalten und die schwenken, wenn wir da vorne sind, wo das Nebelsignal ist. In Vitznau warten die beiden Alice. Die sind bei der Liesl in Vitznau zu Besuch und fahren jetzt nach Luzern. Die Rigidampflocke pfeift kurz und fährt dann ins Depot. Die holzigen Brücken werden eingezogen. Der Kapitän George Huber steht hinter dem Sprachrohr und gibt den Befehl für die Abfahrt. Auf dem Kontrollgang durchs Schiff fragen die englisch sprechende Passagiere, wie der Berg denn auf der Backbordseite heisst. Es ist der Bürgerstock. Am Fuß vom Bürgerstock bei der Obermatt liegt der Steinbruch. Am Freitag haben die Arbeiter grössere Sprengungen vorgenommen. Heute, am Samstag, ist arbeitsfrei und keiner schafft im Steinbruch. Zur gleichen Zeit sitzt der Toni Zimmermann im damaligen Hotel Kreuz in Vitznau und schaut gerade das Fußballspiel im Fernsehen. Der Toni besitzt den Schiffsbetrieb in der Nähe von der Schiffsstation Vitznau. Er vermietet Ruderboote an Touristen, die das südländisch anmutende Klima von der Luzerner Riviera, dort wo auch Palmen und Orchideen gedeihen, auf dem See erkunden können. Das Dampfschiff Wilhelm Tell ist bald an der Station Weggis. In Weggis gibt es die Bootswerft Würth. Der Grossvater von Rolf Würth ist vom Bodensee nach Weggis gezügelt und hat die Bootswerft aufgebaut. Aber lassen wir uns den Rolf Würth selber an. Steinbruch hat auch eine gewisse Faszination. Und zwar, wenn man entsprechend vom Ufer weg ist und mit einem Instrument, wie ich mit dem Alphorn da geblasen habe, das hat ein Echo erzeugt. Und ich habe mit meinem Instrument habe ich speziell zum Beispiel Maria zu lieben oder irgendein Stück geblasen, und zwar immer mit Pause. Und da hat man immer gehört, was ich spiele. Und da ist das Stück, die Melodie, hat man eigentlich zweimal gehört. Und ich habe es dann immer wieder eingesetzt. Und die Leute, die Japaner, haben mich fotografiert. Und das war einfach immer eine Sensation gewesen. Und auch mit Leuten vom Bürgerstock, vom Parkhotel, sind wir immer dort vorbeigefahren. Und man musste genau wissen, wo man jemand ist, damit das Echo auch entsprechend vom Ton her zurückkommt. Das ist das Erlebnis. Und das ist eigentlich heute noch. Das Dampfschiff Wilhelm Tell. Das ehrwürdige Dampfschiff Wilhelm Tell hat eine Kapazität von 1000 Personen. Der George Huber ist am 1. Januar 1947 zum Kapitän befördert worden. Schon sein Vater ist in Flüelen Brückenwart an der Schiffsstation der damaligen DGV, der Dampfschiffgesellschaft vom Vierwaldstätter See, gewesen. Der George hat nach der obligatorischen Schule in Flüelen Sprachaufenthalt in Montreux und England absolviert.
Für den Aufenthalt in England hätte er sogar vom Gemeinderat das Empfehlungsschreiben einholen, damit er in England überhaupt einreisen konnte. Als ältester von 4 Söhnen, die als Stationsbeamte, Zugführer oder Lokführer bei der SGV und SBB tätig sind, hat er sich während der schweren Kriegsjahre tatkräftig eingesetzt und hat überall ausgeholfen, wo es nur möglich ist. Mit 20 hat er als Kontrollmatros seine Arbeit aufnehmen. Im Sommerhalbjahr war er auf dem Schiff unterwegs und in den Wintermonaten hat er auf der Werft geschafft. Immer wieder hat er neue Aufgaben übernommen. So ist er auch in dem gleichen Jahr, dort wo er auch geheiratet hat, Kassi auf dem Schiff gewesen. In den 40er Jahren war er als Schiffsführer und anschliessend als Kapitän tätig gewesen. Das Dampfschiff Wilhelm Tell ist als 24. Einheit in Betrieb genommen worden. Schon bei der Probefahrt 1908 hat sich gezeigt, dass der Bauerfirma Sulzer aus Winterthur ein grosser Wurf gelungen ist. Der Dampfer hat zwar ein bisschen träge reagiert, hat aber hervorragende nautische Eigenschaften gehabt. Zusammen mit dem Schwesterschiff Schiller sind die beiden Schiffe nicht nur sehr beliebt bei den Gästen, sondern sind damals schon richtige Fotomodelle gewesen, wie uns auch die Chronik erzählt. Das Schiff ist zuerst ohne Steuerhaus bei jedem Wetter von Luzern nach Flüelen gefahren, wie das Foto hier vom Dampfschiff Italia mit dem Kapitän Huber zeigt. In den 50er Jahren ist das Schiff auf Ölführung umgebaut worden, was wiederum die Funktion vom Heizer als Mannschaftsmitglied eingespart hat. Die Wilhelm Tell wird noch einige Jahre fahren. Dass aber dann die Geschichte neu geschrieben werden muss, weil das Dampfschiff Unterwalden im Verkehrshaus versprochen worden ist, tut später noch einige hohe Wellen aufrühren. Zurück zur Fahrt vom Dampfschiff Wilhelm Tell am Samstag, am 8. August 1964. Das Dampfschiff Wilhelm Tell hat eine maximale Geschwindigkeit von 27,5 km pro Stunde. Es ist 63 Meter lang und 15 Meter breit. Das Schiff ist im Moment an der Station Weggis. An diesem Samstag sind 11.690 Personenfrequenzen notiert worden. Und ein paar davon werden noch eine spezielle Situation erleben. Nach dem Fahrgastwechsel verlässt Wilhelm Tell Weggis und steuert auf die Station Hertenstein zu. Dort warten die Gäste. Aber was ist denn jetzt an dem 8. August 1964 passiert? Wir schalten jetzt dann gerade nach Weggis, wo der Andi Balsiger am Landungssteg ist und gerade einen Zeitzeugen wird interviewen. Andi, bitteschön. Wir stehen jetzt hier am Landungssteg in Weggis, wo das Dampfschiff Wilhelm Tell damals am 8.8.1964 angelegt hat. Ich bin der Andi Balsiger und neben mir steht der Rolf Würth aus Weggis. Sein Vater hat zu dieser Zeit die Schiffswerft Würth in Weggis geführt. Rolf Würth, Sie haben ja den ganzen Vorfall nicht selber miterlebt, aber als Sie zurückgekommen sind, haben Sie einiges hier in Weggis vorgefunden. Wie war das damals? Ich kann mich sehr, sehr erinnern, wie ich mit dem Auto von Luzern hergekommen bin, mit einer Reiseleiterin, die ich von Weggis gekommen habe. Und dann bin ich bei der Bootsvermietung Würth in Weggis vorbeigefahren. Und was habe ich gesehen? Sämtliche Bötchen vom Grossvater auf dem Land oben. Ich habe meinen Augen nicht getraut, ich habe keine Ahnung gehabt, was ist noch passiert. Ich bin die Reiseleiterin ins Hotel bringen und sofort nach Hertenstein in die Werft. Weil ich habe gedacht, das ist echt da unten auch noch passiert. Und dann habe ich nur gesehen, dass die sämtlichen Bötchen, die sonst an diesen 20 Bojen sind, nicht mehr am richtigen Ort sind und teilweise umgekehrt im Wasser. Und unser Seebär, nämlich das Partyboot vom Vater, war nicht mehr rum. Und dann habe ich mit meiner Mutter
darüber geredet, respektive sie hat mir dann erzählt, die eine Aufregung, dass der Vater eben den Seebär hätte noch retten können und ist im Windschatten oder wie man sagt, einfach an einem Ort hin, wo er das Gefühl hatte, dort passiert nichts mehr, nämlich im Bürgerstock, ein bisschen in der Nähe von dem Obermann. Rolf Würz, wir kommen gerade wieder zu Ihnen zurück. Es hat in den Zeitungen diverse Artikel gegeben, die haben wir in den Archiven dann auch gefunden. Die schildern unter anderem auch die letzten Minuten vom Dampfschiff Wilhelm Tell und dem Kapitän Huber und seiner Mannschaft, die bei der Station Herdenstein anlegen wollten, was sie dort erlebt haben. Dazu haben wir einen Einspieler für euch parat. Auszug aus der Tagespresse. Kapitän Georg Huber führt zur kritischen Zeit den letzten fahrplanmäßigen Kurs von Flüelen nach Luzern. Mit dem Dampfer Wilhelm Tell hätte um 20:16 Uhr in Hertenstein anlegen sollen. Das Landemanöver war bereits eingeleitet worden und den Maschinisten hatte er von der Kommandobrücke aus Stopp befohlen, als unvermittelt mit ungeheuer Wucht eine Sturzwelle dahergeschossen kam, die das sachte zufahrende Schiff an der Brücke zu zerschellen drohte. Geistesgegenwärtig kommandierte Kapitän Huber mit voller Kraft rückwärts und konnte damit den großen, 1000 Personen fassenden Salondampfer, der an der Brücke bereits fast stillgestanden hatte, wieder in Bewegung setzen und damit aus der Gefahrenzone bringen. Aber schon folgte, und nicht minder heftig, eine zweite Sturzwelle und brachte den Wilhelm Tell wie eine Nussschale ins Schaukeln, riss das Achterschiff gegen das Land zu und drehte den Bug in den See hinaus. In diesen entscheidenden Sekunden befahl Kapitän Huber, der zum Glück die Ruhe nicht verloren hatte, energisch vorwärts, und auf dem Kamm der unheimlichen Welle schaufelte der Dampfer, vom Sog fast noch an die Brückenpfosten geschlagen, mit vollen Touren in den See hinaus, was seine Rettung bedeutete. Nachdem sich das Wasser beruhigt hatte, dreht Wilhelm Tell wieder auf Hertenstein zu, legte an der Brücke an und nahm die dort wartenden, von der aufschlagenden Sturzwelle jedoch vollständig durchnässten Passagiere auf. Dank der Ruhe und Erfahrung des Schiffskapitäns und der Tüchtigkeit der Besatzung konnte eine äußerst kritische Situation ohne Schaden gemeistert werden. Die Sturzwelle kam nämlich gerade im heikelsten Augenblick, als der Dampfer stillstand und daher das Steuerruder keine Wirkung mehr ausüben konnte. Die rasche und richtige Reaktion des Mannes auf der Kommandobrücke, der zuerst glaubte, ein Erdbeben sei ausgebrochen, hat die SGV von einer möglicherweise folgenschweren Havarie bewahrt. Wir schalten gerade nochmal nach Weggis zum Andi Balsiger. Walti, ich glaube, die Schaltung die hat nicht richtig funktioniert. Kannst es du vielleicht noch mal versuchen? Jetzt, wo der Ablauf mit dem Dampfschiff Wilhelm Tell bei Herdenstein da geklärt worden ist und wo wir es gehört haben, vielleicht noch das. Was haben Sie aus den Schilderungen herausgehört, was da in Weggis so passiert ist? Was hat Ihnen zum Beispiel Ihre Mutter erzählt? Meine Mama war schockiert und hat mir die alleraufregendsten erzählt, wie sie im Bürgerstock eben beim Steinbruch eine grosse Wolke gesehen haben. Und man hat das auch gehört, dass da ein Haufen Material in See ist. Und dann war es eigentlich ruhig gewesen. Und mein Vater, eben, wie ich geschildert habe, hätte zufällig können den Seebär, das Partyboot, noch lösen. Und er sei dann mit dem Schiff, Gott sei Dank, ins Wasser raus, nämlich gerade der, wo das Wasser etwa 30 Meter vom Ufer raus ist, wie ein Sog. Ja, das klappt hier leider nicht mehr. Da liegt ein technisches Problem vor mit der Leitung.
Was genau ist am 8. August 1964 in Weggis und am Bürgerstock passiert? Am Abend, am 12 ab 8 Uhr, lösen sich im Steinbruch am Bürgerstock mächtige Steinmassen. Die haben ein Ausmaß von 200'000 Kubikmeter und stürzen in den Vierwaldstätter See. Die Aarestelle ist ca. 160 Meter über dem Seespiegel gelegen. Eine riesige Sturz- und Grundwelle richtet an den Ufer auch grossen Schaden an. Die Höhe der Sturzwelle war am Anfang 20 Meter. Auf der Seite des Bürgerstock sind die Nauen, angebundene Boote und Wochenendhäusli komplett zerstört worden. In Vitznau hat sich der Seespiegel um 1,5 Meter gesenkt. Und die Grundwelle, die nachher gekommen ist, hat das ganze Ufergelände überspült. Die verteuten Boote zwischen Vitznau, Weggis und Hertenstein sind stark beschädigt oder auch zerstört worden. Von der Polizei habe ich nichts gehört. Es ist keine einzige in die Nähe gekommen. Ob sie zu Weggis waren, das weiss ich nicht. Ich war in Vitznau, aber dort ist keine Polizei. Es war auch keine Feuerwehr gekommen, sondern wir mussten noch schauen, was hier da passiert. Wieso hast du alle Schiffe da oben? Dann haben sie gesagt, ja, ich habe sie sicher nicht aufgestellt. Schauen Sie mal an, die sind alle zusammen kaputt. So bin ich da jeden Samstagabend schlussendlich mit dem Misère, der dort war, ins Bett gegangen. Aber ich habe zuerst noch einen getrunken. Die grossen Motorboote Weggis 1 und Weggis 2 vom Rolf Würth sind vernichtet worden. Wo wir ja jetzt hier gerade nebenzu die Werft hatten. Und habe dann vernommen, dass mein Vater den Seebär 1 eigentlich gerettet hat. Und zwar auf eine merkwürdige Art. Er hat vom Haus auf der Terrasse hat er festgestellt, dass hier in der Matt etwas passiert, in der Obermatt. Und ist zum Seebär gegangen und hat den gelöst in aller Eile. Und einen Pfosten hat er nicht losbinden, dann ist er nachher am Schiff noch hängen geblieben. Und mit der Flutwelle, die zuerst der Sog nach außen ist er eigentlich mit dem Schiff ins Wasser raus. Und das Schiff ist durch das gerettet gewesen. Und das Weggis 1, das ist auch ein spezielles Schiff, das der Vater eigentlich in mir als junger Mann gebaut hat, das ich als Wasserskiboot benutzt habe. Das ist auch auf dem Ufer gelegen. Es war also eine verheerende Situation, wo ich von Luzern diesen Anblick bekommen. Der Kapitän Huber, ein alter Seebär vom Vierwaldstätter See, hat erklärt, dass er schon viele Stürme erlebt hat. Auch die ganz schlimmen Föhnstürme im Urnersee. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Die grosse Welle hat Wilhelm Tell einfach aufgelüpft und dann ist sie ganz tief runtergefallen. Ich hatte Mühe, das Schiff, wo die schiffshohe Welle kam, wieder unter Kontrolle zu bringen. Wir sehen in der Korrespondenz zwischen der SGV und der Mannschaft, dass im Kapitän 100 Franken und den Mannschaftsmitgliedern 20 Franken entrichtet worden sind für die wackere Zusammenarbeit. Weggis war am schlimmsten betroffen. Der Schifflandesteg, der auch aus Beton und Eisenbau war, ist von der zurückflutenden Welle weggerissen worden. Der Seegrund ist dort ca. 5 bis 6 Meter tief. Für einen Augenblick hat man den Seegrund sehen. Der Kiesabbau am Bürgstock ist eingestellt worden und eine Untersuchung ist eingeleitet worden. Nachher sind Schutzmaßnahmen getroffen worden, um weitere Abstürze mit diesen Ausmaßen zu verhindern. 1970
dunkle Wolken ziehen auf. Die Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee floriert. Die damalige Direktion entwickelt ein sogenanntes Flottenneuerungsprogramm. Einfach gesagt, alte Dampfschiffe weg, neue Motorschiffe bauen. Die Aktionäre der SGV, die in den Kriegsjahren einen Kapitalschnitt erlebt haben, sind gebeten worden, sich mit neuem Geld am Flottenerneuerungsprogramm zu beteiligen. Dazu haben auch die Kantone Zusicherungen abgeben. Der Kanton Luzern war der letzte Kanton, der auch am meisten zahlen musste. Der Grosse Rat vom Kanton Luzern hätte das Dekret absegnen. Aber ob es dazu gekommen ist und was es ausgelöst hat, das hören wir vom damaligen LDU-Grossrat Alfred N. Becker. Im Tagblatt, die haben so ein bisschen dagegen geschrieben, aber noch relativ sanft. Jetzt hat sich aber ergeben, dass der Mandi Heller zu dieser Zeit Grossratspräsident war. Und ich war Fraktionschef vom Landesring und Journalist und hatte auch das Gefühl, dass sie nichts. Und als Korrespondent für die auswärtigen Zeitungen habe ich das natürlich auch artikuliert im Vorfeld. Und dann hat es ein bisschen Komplott gegeben an dieser Sitzung, insofern, als mich der Mandi Heller als Ersten aufgerufen hat, da eine Stellungnahme abzugeben. Und ich habe dort ziemlich Philippika abgelassen gegen die unverständliche Entscheidung von der Schifffahrtsgesellschaft, die Bijou von der Binnenschifffahrt einfach erbarmungslos zu opfern, dem schnöden Mammon des einfach zu verdienenden Geldes, oder? Und wieder erwarten ist es mir gelungen, die Stimmung zu kehren in dem Grossen Rat. Und das waren ja alle konsterniert nach der Abstimmung, dass der Kanton Luzern dem Dekret nicht zugestimmt hat. Und damit ist natürlich das Flottenerneuerungsprogramm gestorben gewesen und man musste einen neuen Weg suchen, die schlussendlich zu dieser Lösung geführt haben, wie wir sie heute können und wie wir froh sind, alle, nicht nur wir, sondern auch alle. Die damalige Luzerner Neueste Nachrichten mit dem Redakteur Noldi Amstutz hat flugs eine Unterschriftssammlung lanciert für den Erhalt dieser Dampfschiffe. Die anderen Luzerner Tageszeitungen sind ebenfalls darauf eingestiegen. In der kürzesten Zeit sind Tausende von Unterschriften gesammelt. Aber könnte man heute noch so eine Unterschriftssammlung lancieren? Dazu mehr von Jérôme Martineau, dem Chefredakteur der Luzerner Zeitung. Ist möglich. Es müsste etwas sein, das einen gewissen übergeordneten Charakter hat, der für unsere Region da sehr wichtig ist. Dann glaube ich schon, dass wir uns dafür einsetzen würden. Ob das genau 1:1 in einer Unterschriftensammlungsform ist oder so, das weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir vom Thema her anschauen. Aber ich glaube, wir würden unsere publizistische Kraft sicher für so etwas einsetzen, wenn das auch im breiten Interesse für die Bevölkerung wäre. Ich meine, ich erinnere daran, es gibt immer wieder Themen, wo wir dann uns als Zeitung dafür stark machen, dass Sachen nur schon durch die Berichterstattung, dass sie sich eben vielleicht ändern. Beispiel Senioren, die im Aufgebot stetig früher müssen, Fahrtenkontrolle gehen, Motorfahrzeugkontrolle. Da haben wir mit unserer Berichterstattung dazu beigetragen, dass dann der Kanton das System anpassen. Ein anderes Beispiel, der Stadtkeller ist zum Verkauf gestanden. Haben wir herausgefunden, haben wir darüber berichtet, hat den Beschluss dazu geführt, dass er nicht zu einem Kleiderladen geworden ist. Oder nochmal ein anderes Beispiel, unsere Stadtregierung, die vor einer gewissen Zeit Vignetten einführen für Fasnachtszwecke. Haben wir gerade noch im richtigen Moment davon erfahren und haben dann auch mit der Berichterstattung dazu beigetragen, dass dann die eher unsinnige Idee nicht umgesetzt wird. SGV hat das Dampfschiff Wilhelm Tell am 4. Oktober 1970 zum letzten Mal fahren. Anlässlich der Herbstschlussfahrt vom 18. Oktober sind Unterschriften aus der Schweiz und dem Ausland an die SGV übergeben worden. Der Druck auf die SGV hat stetig zugenommen. Durch weitere Kapitalerhöhungen haben sich Dampferfreunde im Verwaltungsrat positionieren. Dazu nochmals der Alfred N. Becker. Wir haben dann erfreut feststellen, dass die Dampferfreunde die Mehrheit hatten vom Aktienkapital
vom neu aufgestockten Aktienkapital von der SGV. Es war ja nicht so gewesen, dass das eine wahnsinnig überraschende Situation war, weil wir haben im Vorfeld ja gemerkt, dass sehr, sehr viele Binnenschifffahrtsenthusiasten und Dampferfreunde in der ganzen Schweiz existiert haben. Aber nicht nur in der ganzen Schweiz, auch in meinem eigenen Umfeld habe ich Bekannte gehabt, zum Beispiel der Werni Meier, lange auch Vorstandsmitglied in der Zeit, als ich Präsident war vom Verkehrsverein. Er war einer, der irgendwie, ich weiss auch nicht, von den Genen her begeistert war von den Dampfschiffen und schon Aktien gekauft hat, noch bevor als wir die öffentliche Ausschreibung gemacht haben. Er hat auch schon. Das Dampfschiff Wilhelm Tell ist an Edi Räber aus Luzern verkauft worden. Der hat das Schiff zu einem Restaurantschiff umgebaut und ist seit diesen Tagen als Salondampfer am Landungssteg 9 fest verteut. Heute ist Wilhelm Tell nur wenige Mal im Luzerner Seebecken anzutreffen. Nämlich dann, wenn sie für die Schalenrevision aufs Trockendock gefahren wird.
super gewesen. Herzlichen Applaus für die Figurzauber.